Hey ho, meine kleinen Pflänzchen. Heute gibt's mal keine Review, sondern ein wunderbares Faktenvideo zu meiner liebsten Videospielerei, der The Legend of Zelda Reihe. Also, fangen wir an. Wie ihr bereits alle wusstet, gab es einmal eine TV-Cartoon-Serie von der Legend of Zelda Reihe. Diese wurde im Zeitraum vom 8. September 1989 bis zum 1. Dezember desselben Jahres von DCI Entertainment zusammen mit Cy Young Animation und Nintendo of America produziert. Insgesamt umfasst die Serie eine Staffel mit 13 Folgen, Link spricht in der Serie sogar und die Handlung der Serie ähnelt den alten Zelda-Spielen. Der böse Hexenmeister Ganon versucht mit allen Mitteln Prinzessin Zelda das Fragment der Weisheit abzunehmen, um die Herrschaft über Hyrule an sich reißen zu können. Aber Zelda ist nicht allein, denn ihr Leibwächter Link unterstützt sie tatkräftig. Gemeinsam bewahren sie den Frieden für Hyrule. Besonders bekannt wurde die Serie für den Satz Hey, excuse me, Princess. Die Serie wurde nach 13 Folgen aus dem Programm genommen. Die Gründe hierfür sind nicht bekannt. Fans vermuten allerdings, dass die platte Darstellung der Akteure, der, etwas gewöhnliche Plot, als auch die dürftige Synchronisation der Serie zum Abbruch führten. Aber hey, wer sie sehen möchte, es gab am 2. Dezember 2016 einen DVD-Release. Zudem waren Link und Zelda ebenfalls in der TV-Serie Captain N The Game Master vertreten, welche ebenfalls von DCI Entertainment produziert wurde. Shigeru Miyamoto ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Er hat damals neben der Entwicklung von Super Mario zusammen mit einigen seiner Kollegen die The Legend of Zelda Reihe entwickelt. Und diese Reihe hat einen ganz besonderen Bezug zu ihm. Und zwar, das erste The Legend of Zelda Spiel beruht auf seinen Kindheitserinnerungen. Als Kind hat er immer wieder in den Wäldern gespielt und die Gegend erkundet. Dabei stieß er auch einmal auf eine kleine Höhle, in die er sich nicht getraut hat hineinzugehen, bis er sich eine Lampe nahm und festgestellt hat, dass die Höhle weit verzweigt war und er wusste nicht, was sich dahinter verbarg. Und genau dieses Gefühl möchte er Link auch mitgeben. Deswegen muss sich Link auch immer wieder beweisen. Link ist in fast allen Teilen der Zelda-Serie ein Linkshänder. Nur in den Spielen The Legend of Zelda Twilight Princess, Skyward Sword und Breath of the Wild trägt er das Schwert jeweils in der rechten Hand. Der Grund für die Umstellung ist auch ziemlich simpel. Die Mehrheit der Wii-Spieler hält die Wii-Remote mit der rechten Hand. Und bei der Switch ist es halt so, dass der rechte Joy-Con auch mehr Funktion hat als der linke Joy-Con, weshalb dies ebenfalls sinnvoll und angebracht war. Wie jeder weiß, könnt ihr bei The Legend of Zelda Ocarina of Time für den N64 Bilder von Yoshi, Super Mario, Peach, Luigi und Bowser im Schloss von Hyrule bestaunen. Achtung, dies gilt nicht für die 3DS-Fassung, leider. Und ebenfalls findet ihr auch ein Bild von Super Mario in The Legend of Zelda A Link to the Past für den Super Nintendo Entertainment System. Das ist eine nette kleine Anspielung an die wunderbare Jump'n'Run-Serie. Link, die Fratzen des Bösen, Zelda, der Zauberstab von Gamelon und Zelda's Adventure. Das sind die 3 Teile, welche von Philips für das CDI-System veröffentlicht wurden und waren alle 3 Misserfolge aufgrund der qualitativen Unterschiede. Ebenfalls für das CDI-System kam übrigens auch Hotel Mario raus. Link basiert auf der Kultfigur Peter Pan, was auch an seiner grünen Kleidung und sehenspitzen Ohren zu erkennen ist. Shigeru Miyamoto ist nämlich ein riesiger Disney-Fan und übernahm deswegen auch andere Elemente wie zum Beispiel Feen für die Zelda-Reihe. Wie ihr sicher bereits wusstet, gibt es einen geheimen Bereich in The Legend of Zelda A Link to the Past für das Super Nintendo Entertainment System, den Chris Julian-Raum. Dieser Nintendo-Fan aus Amerika gewann eine Erwähnung durch einen Wettbewerb in der Zeitschrift Nintendo Power und hat damit sich einen Traum verwirklicht, den ich glaube jeder Zelda-Fan hat. Shigeru Miyamoto benannte die Prinzessin von Hyrule nach der Frau des berühmten Autors Francis Scott Key Fitzgerald, der den gesellschaftskritischen Roman Der große Gatsby geschrieben hat. Der Name wurde zudem noch bekannter, weil ständig die Spieler Link mit Zelda verwechselt haben und dadurch ein Running Gag entstand. Da der damalige Präsident von Nintendo of America der Meinung war, dass das erste The Legend of Zelda zu schwer sei für den amerikanischen Markt, hatte man extra eine Gaming-Hotline eingerichtet, wo Spieler die Fragen über das Spiel stellen konnten oder auch Lösungen bekommen konnten. Ich hätte damals echt gerne das gewusst, ich hätte damals nämlich sehr gerne mal nachgefragt, wo die erste Screwdrivers waren, weil vor den Zeiten des Internets war es wirklich ätzend, sowas herauszufinden. Oder Golden Sun, die Djinns, oh Gott. So, jetzt zu guter Letzt. Bei der Lokalisierung von The Legend of Zelda Link's Awakening für den Game Boy hat der Textschreiber der deutschen Fassung, Claude M. Meussen, den Unwillen von Nintendo auf sich gezogen. Wenn ihr nämlich im Spiel Zauberpuder auf einen Elektrobob wirft, sagt dieser: Gib mir deinen Saft, dann geb ich dir meinen.
irgendwelche Sorgen, Nöte oder Probleme. Oder, nicht zu vergessen, nie ohne Kondom. Dieser kleine Scherz des Übersetzers wurde später in der DX-Variante ausgebessert, was ich sehr schade finde, weil solche Easter Eggs sind immer wieder nostalgisch. Hey ho, willkommen auf meinem Endcard. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Gibt es noch Fakten, die deiner Meinung nach in dieser Folge gefehlt haben? Wenn ja, schreib's mir bitte gerne in die Kommentare, würde mich riesig freuen. Und dann möchte ich mich noch ganz herzlich bei den beiden Streamern und YouTubern CortyLP und ShuckyBoy bedanken. Vielen lieben Dank, ihr habt mir wirklich extrem geholfen, Jungs. Der Corty ist zum Beispiel ein deutscher Streamer und Let's Player, der sich vor allem mit Nintendo beschäftigt, allerdings auch zum Beispiel so wie Nerf Gaming macht. Und der ShuckyBoy ist ein australischer Nintendo-Streamer, der zum Beispiel Randomizer macht oder aber auch irgendwelche Challenges. Ist immer wieder geil. Ansonsten, ja, wie fandet ihr das Technische? Würde mich mal interessieren und jo, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht!